Keine Sorge, jetzt kommt hier kein Katzenvideo. Es ist der Auftakt zur Produktserie, wo wir ganz spezifisch bestimmte keramische Gegenstände herstellen und hierzu gibt es jeweils eine Anleitung. Besondere Grüße gehen raus an Nathalie nach Wien, denn die hat sich dieses Video gewünscht. Statt Hund muss allerdings hier der Werkstattkater reinschauen. Ich denke mal, es macht Sinn, wenn wir jeweils das Gewicht angeben von den Artikeln, die wir herstellen. Und für so einen Trinkknopf habe ich jetzt einfach mal 2 Kilogramm genommen. Kommt natürlich drauf an, wie groß ist das Tier und was soll es überhaupt werden. Wir schauen am Ende, wie die Abmessungen sind bei 2 Kilo und wenn ihr größer oder kleiner möchtet, dann müsst ihr entsprechend planen. Zuerst wird der Ton vorbereitet, gut durchgeknetet, damit wir das machen können. Und wahrscheinlich ist bei 2 Kilo und wenn ihr Anfänger seid, die größte Hürde das Zentrieren. Gebt euch also hierbei viel Mühe, denn das ist die einzige Schwierigkeit, würde ich mal sagen. Wir machen den Boden wirklich schön glatt und befeuchten ihn leicht, auch die Scheibe leicht befeuchten, seitenmatt glänzend und dann schön mittig auf den Scheibenkopf schlagen. Bisschen mit Schmackes. Und jetzt klopfen wir uns den halbwegs rund. Atmen noch mal ein bisschen durch. Und dann kann das losgehen. So, ein wenig drehen lassen, Hände nass machen, Ton nass machen. Und los. Erstmal nur ganz ruhig. Die Finger der rechten Hand greifen ziemlich fest auch schon zu. Und nicht gleich aufgeben. Selbst ich als Profi brauche eine ganze Weile, bis das ganz ruhig läuft. Man muss es nicht überstürzen. Ich filme dieses Video mit 2 Kameras. Ich werde ab und zu umswitchen, so dass ihr die Handstellung jeweils gut sehen könnt. So, jetzt drückt wirklich oben der Daumen und wenn der Daumen drückt, dann wird der Klumpen breiter. Aber der Hauptdruck zum Zentrieren kommt wirklich aus dem rechten Arm heraus. Hier ist es zum Glück nicht ganz so schlimm, wenn wir den Klumpen nicht 100% zentriert bekommen. So ein Hundenapf wird nicht sonderlich hoch, sodass wir später wenig zu tun haben mit der Wandung. Aufbrechen ist erstmal von daher wichtig, weil wir dieses Mal den Boden ein ganzes Stück dicker lassen. Mit der Nadel prüfen wir, wie dick er ist. Dass wir den Boden dicker lassen, hat den Grund, dass später die Wandung extrem dick sein wird. Und wenn ihr dann einen dünnen Boden habt, dann kann es sein, dass der viel schneller trocknet im Gegensatz zur Wand und dann hat man mindestens Spannung, wenn nicht sogar einen Bodenriss schon vorprogrammiert. Aufziehen ganz normal, aber jetzt kommt ein wirklicher Sonderfall. Wenn man hierher schaut, dann sieht man, dass der Klumpen nicht so breit ist, wie wir später den Fuß möchten. Aus diesem Grund müssen wir den Boden vergrößern. Das können wir aber nicht einfach so durch Aufziehen erreichen, sondern wir zentrieren regelrecht noch einmal. Ich greife
hier so richtig von oben auf den Ton drauf. So war jetzt die Handstellung, also wirklich, und drücke runter. Der einzige Punkt, der bleiben muss, ist eigentlich die Bodenkante innen, aber irgendwo muss der Ton ja hin. Seht ihr, und wenn ich richtig drücke, dann wird die Basis unten größer. Also die Bodenkante bleibt. Wenn wir einfach so den Rand umschlagen würden und so den Klumpen vergrößern, dann wäre unten im Boden so eine Art Ring aus Luft. Also nicht einfach den Klumpen nur umschlagen, sondern jetzt hier aus der anderen Richtung geguckt, von oben richtig drücken. So nehme ich die Hand. Die linke Hand drückt mit und richtig jetzt die Basis vergrößern. Darauf achten, dass ihr innen, wie gesagt, die Bodenkante behaltet. Und der Druck wirkt sich eben jetzt so aus, irgendwo muss der Ton ja hingehen. Wenn wir die Bodenkante fixiert lassen, dann wird die Basis breiter. Das ist ein Fall, der nicht oft beim Töpfern vorkommt, aber hier haben wir dieses Beispiel gleich mal am Anfang. So, und erst dann können wir so weit aufziehen, wie wir später den Boden haben möchten. Bei dem Napf, den wir jetzt hier herstellen, habe ich ein bestimmtes Design im Kopf. Ich hatte schließlich auch mal einen sehr großen Hund und die Katze, und ihr wisst selber, wie die Tiere sind, wenn sich ein Hund freut, weil Frauchen von der Arbeit kommt oder Herrchen die Leine vom Haken nimmt, dann ist alles egal. Sie springen und turnen alles um und treten den Napf um. Eine Katze, wenn sie spielt, den Ball hinterherjagt, ist es dir doch egal, wenn der Napf umfällt. Und aus diesem Grund möchte ich einen Napf herstellen, wo der Boden größer ist als der Randdurchmesser. Dadurch kann das Tier auch mal drauf treten, ohne dass der ganze Inhalt, also wenn es ein Wassernapf ist, rausschwappt. Wir werden es später sehen, wie das aussieht. Jetzt wird die Wand hochgezogen, nachdem ich den Boden geglättet habe, aber hier so mit dem Zangengriff, das wird alles nichts. Ich kriege diese Masse nicht zwischen die Finger, deswegen nehme ich das jetzt hier einfach so wie eben beim Runterdrücken, nur dass ich jetzt leicht nach oben ziehe. Das ist nicht wirklich viel, so ein Napf. Wie hoch soll er sein? Wenn ihr eine Katze habt, dann wisst ihr auch, die Schnurrhaare sollen nicht an den Rand kommen. Und beim Hundenapf, ja, kann höher sein, aber das ist jetzt eigentlich schon relativ groß. Das sind jetzt nochmal die Bilder wiederholt von eben. Ich schnappe, wie gesagt, mir den Ton hier zwischen Finger und Daumen der rechten Hand und drücke das irgendwie so nach oben. Je nachdem, was man möchte, kann man innen sogar die Bodenkante rund gestalten oder weglassen. Je nachdem, wenn es ein Fressnapf werden soll, dass es leichter zu reinigen ist und dort nicht die Reste so drin kleben. So, ein Stück machen wir doch noch höher. Rand ein bisschen rund machen. Und dann sind wir eigentlich mit der Form soweit fertig.
kommen wir jetzt zu einigen Arbeiten mit der Kammschiene. Zuerst machen wir hier unten den überflüssigen Ton mal weg, kratzen etwas den Schlicker ab. Das ist jetzt nicht viel und so eigentlich ganz simpel. Kurze Glasurkante noch dran stechen, gleich mit dem Schwamm brechen, Wasser rausmachen und im Grunde genommen sind wir jetzt hier eigentlich durch. Wir können den Boden, wenn wir möchten, noch mit einer runden Schiene zusätzlich glätten. Vielleicht auch sogar, wenn wir die Bodenkante ein bisschen rund gelassen haben. Das heißt, wir nehmen auch mit dieser Schiene jetzt schon einiges an Schlicker raus. Das hilft uns später beim Trocknen. Hier immer von außen in die Mitte arbeiten. So, ich denke, eigentlich sind wir soweit mit der Formgebung fertig. Ja, ich denke, der Kater wird ihn zumindest nicht umschmeißen. Kommen wir noch zum Abschneiden. Hier nehme ich einen ganz langen Draht, der ist so lange, dass ich ihn um die Hände mir wickeln kann. Und jetzt ist das schon eine ziemlich knifflige Sache. Also ich mache leichte Sägebewegungen oder ziehe abwechselnd mit jeder Hand und gerade am Ende aufpassen, dass ihr nicht vor lauter Euphorie, dass ihr fertig seid, nach oben zieht. So kann man ganz schnell seinen Napf ruinieren. Und soweit sind wir da eigentlich fertig. Ich zeige es nochmal von der 12 Uhr Richtung. Straff hin. Und dann lieber immer mal mit einer Hand nur ziehen. Rechts, links, bis wir am Ende durch sind. So, und nun haben wir natürlich ein anderes Problem. Entweder ihr hättet auf einer Gipsscheibe gedreht, dann könntet ihr jetzt den Napf abheben. Bei mir wird er über Nacht bleiben. Wir schauen aber vorher nochmal, wie groß. Ihr seht es nicht, es sind oben am Rand 21 cm circa und die Höhe sind 6 cm. Also innen vielleicht 5. Wenn es gebrannt ist, werden 17 beim Durchmesser übrig bleiben. Das sind die Werte bei 2 Kilogramm. Müsst ihr entscheiden, wie groß ist euer Tier, ist es für Fressen, ist es für Saufen. 2 Kilo sind ungefähr die Abmessung oder die Maße, die diese Abmessung ergeben. So, es sind ca. 20 Stunden vergangen. Der Ton ist immer noch nass. Ich kann den Napf nicht abheben. Hätte ich es mal lieber auf einer Scheibe gedreht. Aber hier haben wir gleich ein Beispiel, was wir jetzt tun können. Ich schneide nochmal ab. Das geht jetzt ziemlich einfach. Und nun kommt ein Spezialtool, eine Lötlampe. Und hiermit sorgen wir jetzt dafür, dass wir den Napf herunterbekommen. Ich mache das jetzt mal hier im Zeitraffer, denn so spannend ist das nicht wirklich. Seht zu, dass er den Boden nicht überhitzt. Man sieht recht gut, wenn es weiß wird, dann seid ihr echt schon zu weit.
Und wenn man es anfassen kann, ohne dass man Ton an den Händen kleben hat, dann ist es soweit okay. Jetzt hebe ich rundherum immer nur mal ein Segment kurz an, damit ich sicher bin, dass es nicht mehr klebt. Und dann kann ich den Napf hier auf diese Gipsscheibe stellen und wir sind eigentlich durch. Wenn ihr Fragen oder irgend sowas habt, dafür sind bei mir die Kommentare, oder was Spezielles gedreht haben wollt, dann meldet euch und wir werden mal sehen, was wir als nächstes hier in der Serie starten.